Okay, it's running. So, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu unserem kurzen kleinen Webinar heute mit Spezzano aus Hawaii und Thorsten Konrad, seine deutsche Stimme. Hallo Boys, willkommen. Hi and welcome to this event with Chuck and Thorsten and Brita. Hi, it's good to see everyone here. Welcome to Hawaii. Ja, early morning and the bedroom of Chuck. Willkommen hier in Hawaii und schön euch alle zu sehen. I can't come to you, so maybe you can come to me. Weil ich nicht zu euch kann gerade, vielleicht habt ihr Lust zu mir zu kommen. Welcome, welcome. Herzlich willkommen. Ja, wir haben einen ganz wichtigen Anlass, weshalb wir heute mit euch sprechen wollen. There's a very important reason we want to talk to you today. Es wird, naja, wie sagt man, besondere Momente erfordern besonderes Handeln. Special moments, they request or they ask for a special kind of acting. Ja, das sagen wir hier, wenn etwas besondere Maßnahmen auch erfordert. Und es hat den Grund, dass wir zu einem freien Webinar einladen möchten, was in Kürze hier stattfinden wird. And we want to invite everybody to a free webinar that's going to happen here on Zoom pretty soon. Genau, und dieses wird ein internationales sein. Es wird zwar ausgehen von uns hier in Deutschland, aber wir werden die ganze Welt einladen, daran teilzunehmen. It's going to be an international event. We initiated from Germany, but we are going to invite the whole world to participate in it. Unser lieber Spezzano ist nämlich international seit fast 50 Jahren unterwegs und hat die besten Methoden der Psychologie studiert und Methoden zusammengestellt in seiner Psychology of Vision, die uns weiterhilft in Veränderungsprozessen. Our dear Chuck Spezzano has developed over 50 years a lot of methods and has studied a lot of techniques to help, and he has composed them in the framework of his psychology of vision, and he's going to present them to us and help us to have a better life. Und eines seiner großen bekannten Mottos ist Friends helping Friends. Und in dieser Situation, in dieser besonderen Situation, wo wir sind, wollen wir genau das tun, nämlich euch helfen, und einen der besten Lehrer dafür haben wir eingeladen. And one of his most known mottos is friends helping friends, and in this very special time it is something that is really helpful and important for everybody. So we want to help, and therefore we have invited one of the best people to help you. Lieber Chuck, in Hawaii gibt es ein Sprichwort, was mich ja, sehr anspricht, und weil ich finde, es passt sehr gut zu der heutigen Situation. Und es lautet wie folgt. There's a Hawaiian saying that I think it's really very appropriate to use and to mention in this momentary situation. Wir können die Wellen nicht anhalten, aber wir können lernen, auf ihnen zu surfen. We can't stop the waves, but we might as well learn to surf them, to ride them. Darf ich dich einladen, unser Surflehrer zu sein? May I invite you to be our surf instructor? Yes, thank you. Thank you, Brita. They also, beside the waves never stop, so you might as well ride them. There's a second part that they add to that, because the Hawaiians are very earthy and lovely and naughty. Da gibt's, danke für diese Einladung, Britta. Es gibt noch einen zweiten Teil zu diesem Spruch, dass die Wellen nie aufhören und dass man deswegen besser lernen sollte, sie zu reiten. Die Hawaiianer sind einfach sehr irdisch und sehr erdig auch.
it's a surfing world over here. So they say, if it swells, ride it. Es ist eine wirkliche Surferwelt hier. Und die sagen, wenn es anschwillt, dann reite es besser. So there's a big wave swelling in the world, and let's learn to surf. Es gibt wirklich eine große Welle, die auf der ganzen Welt gerade anschwillt. Und das Motto ist hier wirklich, lass uns lernen zu surfen. It's obvious to me that this is a big upwelling of the unconscious mind. Für mich ist es soul mind. Sehr klar, dass das hier ein starkes Emporplatzen oder Aufkeimen aus dem unbewussten, kollektiven Bewusstsein ist, aus dem Seelenbewusstsein des Planeten. And it's really important that we face into the wave instead of just be knocked about by it. Und das ist da wirklich für mein Verständnis sehr wichtig, dass wir uns wirklich genau auf die Welle konzentrieren und dort hinein eintauchen, als von ihr erwischt und umgehauen zu werden. It looks like we're being separated and torn apart, but actually underneath, it's been bringing us together. Es sieht aus, als ob wir dadurch getrennt wären und auseinandergerissen, aber tatsächlich bringt sie uns näher zusammen. It's a wonderful thing to realize that we're all together, that we're one team, one family on Spaceship Earth. Es ist eine tolle Sache zu realisieren, dass wir einfach alle zusammen sind, dass wir wie eine Familie sind, zusammen auf diesem Raumschiff Erde. Yesterday, I was part of a seminar in Japan on self-love. Gestern habe ich an einem Seminar mit unterrichtet zum Thema Selbstliebe. And when you have self-love, you just want to love everybody. Wenn du Selbstliebe hast, dann willst du einfach alle lieben. And all the reasons you have to not love yourself, it's just a big mistake. Und all diese Gründe, die du haben könntest, um dich selber nicht zu lieben, das sind einfach alles nur große Fehler. All the reasons you feel guilty, all the reasons you feel unworthy, all of your heartbreaks, they were all a mistake that can be transformed, can be corrected. Alle Herzensbrüche, alle Schuldgefühle und alle Herzensbrüche können auf diese tiefliegenden Fehler reduziert werden, die korrigiert werden können. And if you have that self-love, you just look into people and you fall in love with them. Mit Selbstliebe, da bekommst du diese Möglichkeit, in die Menschen hineinzublicken und du fängst an, dich in sie zu verlieben. You see a bald head and you just want to go over and kiss it. Du siehst einen Kahlkopf und du willst einfach nur rübergehen und ihn küssen. Leave no bald head unkissed. Lass keinen glatzköpfigen, kahlköpfigen ungeküsst. Because it's what you see in the world, and this is at the soul level of the mind. It's actually a reflection of you, what you believe about yourself. Denn das, was du in der Welt siehst, ist eine Reflexion deines Seelensbewusstseins und es drückt aus, was du wirklich über dich selber glaubst. So the light you see reflecting off someone's head, that's your light. Das Licht, das du siehst, was an jemandem Kopf reflektiert, ist tatsächlich dein Licht. So we're going to have this 2-hour meeting where we will join together as one mind, people from Asia, people from Europe, people from North America, and we'll join together to see what we can create. Wir haben diese 2-stündige Treffen, wo wir mit Leuten aus der ganzen Welt, aus Europa, aus Nordamerika, aus Asien uns verbinden können und in diesem Joining schauen können, was wir da erschaffen können. And in our joining, the closer we get together, the more pain and problem and guilt, it all melts away as we join. Und je näher wir zusammenkommen in diesem Joining, also dem sich verbinden, desto mehr Schmerz und Schuld und guilt and pain and Heartbreaks und Herzensbrüche, die tauchen auf und in dem, dass wir uns näher kommen,
wird das geheilt und aufgelöst. So everybody who sees this now, let's kiss that beautiful head there. Just Alle, die das hier sehen, lass uns diesen süßen Kopf küssen. Chuck, wie wirst du das denn machen? Wir kennen deine Arbeit in der Praxis, auch mit Aufstellungen. Wie funktioniert das online? How are you going to do this, Chuck? We know your work. We know also how you do the lineups. How are you going to do that in the online format? very gently. Auf sehr sanfte Weise. Actually, the last 2 months around the world, I've been doing these types of conferences. And what we've found is they're actually quite effective. We've had some very high feedback from people, sometimes who've just been to one of the 2-hour free webinars or one of the workshops or something like that. They've reported that it's been even more amazing than if they were there in person. Of course, they don't get their head kissed. But In den letzten 2 Monaten habe ich eine Reihe von solcher Veranstaltungen gemacht. Und das Feedback ist tatsächlich wirklich sehr gut. Man kriegt zwar nicht direkt den Kopf geküsst, aber die Leute haben sehr positives Feedback gegeben. Auch Leute, die die Arbeit erst über dieses Medium kennengelernt haben oder die nur an einem 2-stündigen kostenfreien Event teilgenommen haben, haben tolle Sachen berichtet. Und einige Leute haben sogar gesagt, dass das, was sie hier erleben, sogar noch intensiver ist als das, was sie von den Seminaren kennen, die wir gemeinsam in einem Raum verbringen. so it's been surprising, but we were wondering how it would work also, but actually people really concentrate and they're at home. Es war eine gute Überraschung für uns. Wir wussten auch nicht, wie es werden wird, aber die Leute scheinen sich sehr gut fokussieren zu können und sie sind bei sich zu Hause und haben dadurch nochmal ein intensiveres Erleben. So people don't even wear pants if they don't want to. Und wenn sie keine Lust haben, müssen sie nicht mal so eine Hose anziehen. But they're relaxed. Die sind entspannt da. They can have their morning coffee. Morgenkaffee ist dabei und so. Ja, wir werden einen kleinen Kostprobe machen. Wir haben gesagt, wir machen ein Buffet, ein Spezialitätenbuffet, wenn du am 9. Mai zu uns sprichst. It will be like an appetizer when you talk to us on the 9th of May to get people into this kind of approach. Und wie das so ist mit Leckereien, man bekommt dann natürlicherweise einfach Hunger auf mehr. And like it is with very tasty stuff, you just start to get a sense of wanting more of it. We have found that people really can take something away from these events also. Wir haben wirklich mitbekommen, dass die Leute ganz schön was mitnehmen aus diesen Veranstaltungen. And to imagine being able to see people from all over the world who are on this healing path. Und Leute aus der ganzen Welt sehen zu können, die auch auf diesem Heilungsweg sind. Das Because once you get on a healing path, you know that whatever comes up, oh, that's just another thing for healing. Und das Tolle ist, wenn du auf dem Heilungsweg bist, ist, dass wann immer etwas auftaucht, du dir bewusst machst, oh, das ist einfach nur eine weitere Sache, die für Heilung gedacht ist. A lot of things are just, we're living in this quarantine, we're living in pressure cookers. So whatever inside tends to come to the surface. Die Quarantäne, die ist ein bisschen wie wenn wir in einem Schnellkochtopf leben würden und alles, was innen drin ist, das platzt nach oben. Das kommt einfach an die Oberfläche. All problems, all patterns, all pain is actually coming from the past. Alle Probleme. And when you're in a pressure cooker, that pain comes to the surface. Alle Probleme und Herzensbrüche sind in diesem Schnellkochtopf. Ne? Schnellkochtopf, aber die kommen ursprünglich aus der Vergangenheit sowieso. So in diesem Schnellkochtopf zu sein, kocht sozusagen die Vergangenheit hoch. They say that the divorce has really increased in China since the virus has come about. Man sagt, dass in China die Scheidungsraten seit Beginn der Epidemie hochgegangen sind. I see this as a chance for an enforced honeymoon.
Ich sehe es eher als eine Chance, eine aufgezwungene Flitterwochenzeit zu verbringen. We have lots of good food in, lots of vegan food, lots of great food, lots of desserts. Wir haben eine Menge leckeres Essen hier, wir haben eine Menge veganes Essen, wir haben aber auch jede Menge Nachtisch. But we want to get people back on track so you can be celebrating life and celebrating your life. Wir wollen den Leuten helfen, zurückzukommen und auch wieder zurück in die Spur zu kommen und es ihnen ermöglichen, wirklich wieder ihr Leben zu zelebrieren. This is the month of May where we're meant to be going from what was winter to the promise of summer. In diesem Mai, diese Zeitqualität ist dazu gedacht, dass wir aus diesem Stadium herausbewegen, was der Winter darstellt, und in das, was der Sommer verspricht, hinüber zu wechseln. And so it's getting back to the happiness, it's getting back to your innocence. So geht es darum, zurück zum Glücklichsein und auch zurück zu deiner Unschuld zu gelangen. Yesterday in Japan, I was working with a woman who at 5 years old and another one at 3 years old who had misinterpreted an event. Gestern habe ich mit 2 Frauen in Japan gearbeitet. Da ging es um ein Ereignis, was im Alter von 3 Jahren stattfand. Bei der anderen ging es um das Alter von 5 Jahren. Und sie haben ein Ereignis völlig fehlinterpretiert. And how you know you've misinterpreted an event is you feel bad, you feel pain, you feel guilt. Und das erkennt man daran, dass man etwas falsch interpretiert hat, ist, dass man Schmerz und Schuldgefühle hat und dass man sich schlecht fühlt. None of that is true. So as you understand what was really happening, then you can change it. It's easily changed. There's not even a need for forgiveness. You realize, oopsie, that was a mistake. Nichts davon ist wahr. Und wenn du das erkennst und erkennst, was tatsächlich stattgefunden hat, dann kannst du diese Erfahrung verändern. Und wenn das dann so klar wird, wird es nicht mal notwendig, dass du vergibst, weil du plötzlich einfach nur die Einsicht und das Verständnis entwickelst, dass das einfach anders war und es kann sich verändern. Now, some people are holding on to the pain so much, they have to go through the pain and just feel it through. But when there's love, it can be an easy birth. Manche Leute halten so stark am Schmerz fest, dass sie erstmal durch den Schmerz hindurch bewegen müssen, bis sie in Kontakt mit der Liebe kommen und es dann zu einer Transformation kommt, wenn es nicht möglich ist, dass es direkt eine Auflösung gibt. And when you get to that place, there's a rebirth in your life, a renaissance. Wenn du das aber hinbekommst, dass du an diese Stelle gelangst, dann gibt es eine Neugeburt, eine Renaissance in deinem Leben. In the Course in Miracles, I read this morning where it said that what the resurrection is changing guilt by guiltlessness. Was ich heute Morgen in meinem Kurs in Wundern gelesen habe, ist, dass die Bedeutung der Wiederauferstehung darin besteht, dass du Schuld veränderst. Du tauschst sie aus gegen Schuldlosigkeit. Guilt is the opposite of life. When you have it, you head for death. Schuld ist das Gegenteil des Lebens. Wenn du mit Schuld unterwegs bist, steuerst du auf den Tod zu. And when you get past that, you're alive again. Und wenn du darüber hinwegkommst, dann bist du wieder lebendig. And you want to love the people around you. Und du willst die Leute um dich herum wieder lieben. You want to grab a bald head and go. Du willst den Kahlkopf umarmen und ihn küssen. So many things around you could just grab and kiss. So viele runde Sachen um dich herum, die du einfach greifen und küssen willst. But as you give love, it's like your creative juices flow. As you give love, your self-love increases. Wenn du Liebe gibst, dann erhöht sich deine Selbstliebe und der kreative Fluss der Liebe, der nimmt dich hinweg. You know, over these last 49 years, it's like I've found
healing methods that were very complicated and intricate. Ich habe ganz komplizierte und raffinierte Heilungsmethoden in den letzten 49 Jahren entwickelt. And healing methods that were so simple, it would just take 10 seconds. Und andere wiederum, die waren so einfach und so simpel, dass es nur 10 Sekunden gebraucht hat. So recognize the territory you're in. This may be, you may be swimming in the unconscious. So erlaub dir zu erkennen, in welchem Territorium du dich aufhältst. Es kann sein, dass du dich hier im Unbewussten aufhältst. Kierkegaard said he was like in a rowboat over 70,000 leagues with sea monsters underneath. Kierkegaard hat erkannt, dass er in einem Ruderboot war mit unglaublich viel Seemonstern unter ihnen drunter. And even if that's the case, the bigger the problem, it's like the bigger the gift on the other side of it, the bigger the new stage that is waiting to welcome you. Und selbst wenn das so ist, je größer das Problem, desto größer ist die Gabe darunter. Wenn es richtig schwer ist, dann kannst du sicher sein, dass es ein ganz neues Stadium gibt, was dich dahinter erwartet. I don't need to teach you about love. You were created as love itself in God's image. Ich muss euch nicht über Liebe unterrichten. Ihr seid selber als Liebe in Gottes Abbild erschaffen worden. I've just become really good at going into the subconscious and unconscious and finding the ways through. I'm really good at pulling back the covers. Just ask my wife. Ich bin einfach gut geworden da drin, die Bettdecken zurückzuziehen. Ihr müsst nur meine Frau fragen. Aber ich habe diesen guten Zugang zum Unterbewussten und zum Unbewussten und kann die Wege dadurch zeigen. Vielen Dank, Chuck. Das ist genau deine Spezialität. Das haben wir immer wieder erlebt in den vielen Live-Events, die es hoffentlich auch wieder gibt. Thank you, Chuck. This is really the quality we enjoyed in you over the years in all the live events that we hope soon being able to offer again. Das, was du tust, ist, du empowerst den Einzelnen wieder. Jeder in uns ist angesprochen, dass er Meister seines Schicksals, Meisterin seines Schicksals sein kann. You really empower each of us and help them to master their destiny again. Und dann werden wir nicht mehr sagen, wir werden gelebt, sondern wir leben. Wir gestalten unser Leben wieder, auch in der Krise, durch die Krise hindurch. And we no longer need to say that we are lived, but we are really actively creating our life again, also in this crisis situation, through this crisis. Und danke dafür, wenn du uns dafür die Tools an die Hand gibst, schon am Samstag, morgen am 9. Mai und vielleicht, geht das ja auch dann noch eine kleine Fortsetzung, wie ich gehört habe. And thank you for giving us these tools to move through this territory on the 9th of May. And certainly, and as I heard, maybe also there's going to be something happening after that. Yes, there is. There's always a chance to go deeper. Ja, das wird es geben, diese Gelegenheit. Es gibt immer eine Möglichkeit, tiefer zu gehen. And I know you all like a chance to go deeper. Und ich weiß, dass ihr alle das möchtet, gerne die Chancen zu haben, tiefer zu gehen. And don't forget to laugh. Children laugh 200 or 300 times a day. Vergesst nicht zu lachen. Vergesst nicht zu lachen. Kinder lachen 200 bis 300 Mal am Tag. Let's get the laughter in your heart back, the laughter in your life back. Lass uns das Lachen in dein Herz zurückholen und auch in dein Leben. Das ist ein schönes Schlusswort jetzt. It's a great final statement. So, danke Thorsten, thank you Chuck, für diesen Weckruf und Aufruf. Und let's join, lass uns zusammenkommen auf ein baldiges Wiedersehen am 9. Mai. Thank you. See you.